wir ergänzen jetzt den Vortrag von Jörg mit dem Thema Software, Algorithms and Technical Experience in Deep Byte Cases. Wir gehen also genau auf diese Deep Byte Cases ein, die wir gerade besprochen haben. Wir haben uns mal Gedanken dazu gemacht, was sind eigentlich die 5 Bullet Points, die es zu beachten gibt bei Tiefbisskorrekturen. Denn genau das, was Jörg eben beschrieben hat, es ist möglich, Tiefbisse mit Alignern zu korrigieren, wenn man sich an gewisse Regeln hält. Und die Regel Nummer 1, da habe ich auch viel von dir lernen dürfen, genau. Björn. Vielleicht magst du ein bisschen was zu dem Protokoll erzählen. Also wichtig ist halt eben, das haben wir ja auch gerade schon gehört, dass Intrusionen generell immer wirklich ein Thema sind. Das ist nicht einfach umzusetzen, gerade mit Alignern. Man muss schauen, ich denke, es ist falsch zu versuchen, alles in einen Bewegungsablauf zu packen. Weil je komprimierter das Ganze ist, umso schwieriger wird das Ganze letztendlich auch und vor allen Dingen für Sie ja auch, umso schwieriger ist es ja auch im Monitoring, das Ganze zu kontrollieren. Sie wissen ja gar nicht, ob das gut funktioniert. Aus diesem Grund ist es ganz wichtig, dass man das aufspaltet. Und zwar, das nennt sich Retrocline Pattern. Das heißt, dass wir diesen Bewegungsablauf, den man tatsächlich in einigen CleanChecks schon mal sieht, das ist nämlich dann so eine Bewegung, die läuft so in einem, wie an so einem Halbkreis vorbei, praktisch, es wird quasi aufgerichtet, intrudiert und retrahiert in einer Bewegung, dass man genau diesen Bewegungsablauf eben aufspaltet in 3 verschiedene Bewegungsabläufe. Und zwar, wir sehen es hier, also zuerst praktisch, dass wir die Front aufrichten, also proklinieren, das Ganze auch wirklich gerne ein bisschen überkorrigieren, weil das haben wir ja gerade eben auch schon gehört, eben gerade bei der Aufrichtung, das läuft gerne ein bisschen, hinkt es hinterher. Aus diesem Grund macht es Sinn, eben eine gewisse Überkorrektur einfach mit reinzunehmen. Also wichtig ist hier, und wir sehen das hier sehr schön, dass wir ausreichend Verankerungen im posteriorem Bereich haben. Weil generell gilt es halt immer, dass wir gerade dann natürlich, wenn wir diese anteriore, sehr starken Bewegungen durchführen wollen, dass wir uns gut verankern im Posterioren. Das heißt, es reicht dann eben nicht, wenn man hier viele, als Beispiel, optimierte Attachments angeboten bekommt. Das ist nämlich häufig der Fall tatsächlich, weil dann die Software, und da haben wir wieder das Problem mit den Algorithmen, dass die Software letztendlich dann die Einzelzahnbewegung priorisiert. Wir haben dann zwar für die Derotation ein tolles Attachment, aber es bringt uns halt nichts an Verankerung. Und dann wird das Ganze halt eben schwierig. Und man muss jetzt richtig priorisieren, man muss sagen, was ist denn jetzt wichtig? Und wenn es wirklich so ist, dass, ich sag mal, im Fokus steht, erstmal die Front aufzurichten, weil das ist ja das Schwierigste an der ganzen Sache, dann muss ich mich auch komplett darauf konzentrieren und muss dann auch vielleicht die guten oder die optimierten Attachments, die für die Einzelzahnbewegungen zwar gut sind, aber dann muss ich diese opfern, zugunsten eben einer guten Verankerung für den anterioren Bereich. Genau. Die Byte-Rams. Natürlich helfen uns die Byte-Rams gerade in Tiefbissfällen, ja, mehr Kontrolle in der Vertikalen zu haben. Allerdings müssen die Byte-Rams auch getroffen werden. Das ist ja auch so ein Thema, man sieht die halt gerne, werden angeboten im CleanCheck, aber werden nicht erreicht. Und das ist natürlich besonders kritisch, weil dann helfen sie uns eben nicht mehr. Des Weiteren ist es problematisch schon mal, wenn wir eine starke Klasse 2.2 haben mit retroklinierten Frontzähnen. Und wenn dann zu Beginn direkt schon die Byte-Rams da sind, kann das unter Umständen auch dazu führen, dass praktisch auch die Aufrichtung der Front uns etwas behindert wird. Aus diesem Grund macht es dann Sinn, eher zu sagen, okay, eben die Positionierung der Byte-Rams eben nach der ersten Phase des Retrocline Patterns, also nach der Aufrichtung der Frontzähne, zu positionieren, sofern der nötige Overjet da ist, ja, sofern also das passt. Was verändert sich denn am Ende des Tages über das Frog Staging? Ganz kurz, erzähl mal kurz, was das Frog Staging ist und dann versuche ich es mal zu verteidigen und dann gucken wir mal, ob es... Also in gewisser Weise muss ich sagen, ist mir das eigentlich auch sehr sympathisch, dieses Protokoll, deswegen wenden wir das gerne an. Man kann nämlich auch dadurch argumentieren, weil du das ja auch gerne so machst, du intrudierst zum Beispiel die Dreier nicht, sondern nutzt die ja letztendlich auch noch als Verankerungszone. Und im Grunde genommen ist das ja so ein bisschen das, was man mit dem Frog Staging auch macht. Das heißt, man hält sich erstmal fest an den Dreiern und intrudiert eben dann den Block von 2 auf 2 und hat eine gute Kontrolle. Wenn es jetzt aber nötig ist, dass letztendlich der Dreier ja auch mit intrudiert werden muss, dann finde ich, ist es okay, wenn man das isoliert nachher geschehen lässt, eben in dieser gewissen Abfolge. Insbesondere dann, wenn wir natürlich von einem Distalisationsfall sprechen, wo wir in aller Regel im Oberkiefer natürlich eine sehr lange Behandlungszeit haben, viele Stufen, und im Unterkiefer sind wir relativ schnell fertig. Das heißt, ich finde es immer besser, wenn man dann eben die passiven Stufen, welche sich daraus ergeben, auch nutzt und diese praktisch in aktive Stufen umsetzt. Dass man dann sagt, okay, ich nutze eben ein anderes Protokoll, wie dieses Frog Staging Intrusionsprotokoll, und praktisch
fütter damit oder polster damit meine passiven Stufen auf und habe praktisch dann gleiche aktive Stufen für den Ober- und Unterkiefer. Wir enden mit Hard Occlusion. Und bei der Hard Occlusion ist Folgendes wichtig: Wir machen die immer mit den 3D-Tools. Denn es geht nicht einfach nur darum, Höcker ineinander zu schieben, sondern es geht darum, die richtigen 3-Punkt-Kontakte zu finden. Und ich zeige mal, wie das bei uns aussieht, wenn wir sowas machen. Also auch hier natürlich tatsächlich wieder Prinzip der reziproken Kräfte. Wenn wir anterior intrudieren möchten, macht es natürlich Sinn, wenn wir halt eben posterior extrudieren. Genau. Das funktioniert hier sieht man es nochmal relativ gut. Es geht darum, dass wir uns erstmal aus palatinal-oraler Sicht anschauen, wo sind denn die Kontakte? Ich gucke mir das also aus palatinal-oraler Sicht an, dann einmal von innen gucke ich wie in einen Artikulator rein. Und jetzt, vorsichtig, ein Mausklick bedeutet 0,1 mm Extrusion. Das tue ich jetzt auch und muss aber genau kontrollieren, ich mache das erstmal beidseitig, ob ich Balancekontakte erstelle oder ob die Zähne wirklich in einer guten Interkuspidation abgefangen werden. Meistens habe ich nur einzelne Balancekontakte.